Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist Talk. Heute zu Gast Agro Picasso. Wir reden über sein neues Album Toxic. Kommt am 15.04. Gebt euch bös. Einer, der hier schicke Sachen kauft. Wenn ich sterb heut, geb ich hier noch nicht mal Fritten aus. Sie hätte so gern einen Shampoos und Klo, aber riecht so, als hätte sie kein Shampoo benutzt. Okay, sag, wenn willst du was erzählen? Hab das alle schon gesehen, da konntest du noch nicht mal gehen. Okay, du musst dem Teufel widerstehen, aber sag mir, wie das geht, wenn dir immer etwas fehlt. Okay. Yeah, was geht ab? Agro Picasso heute in der Haus bei Artist Talk. Wie geht's dir? Hast du gut hergefunden? Mir geht's gut. Ich habe sehr gut hergefunden. Ich war schon ein paar Mal hier, bin mit dem Auto hier. Und ja, Mann, wie geht's dir? Darfst du noch Auto fahren? Na klar, ich bin stocknüchtern, Alter. Alter, München schon so eine Trophäe. Ich hab noch den Führerschein. Ja, Digga, ist echt, du sagst es, Mann. Also fast jeden, den ich kenne, hat schon mal MPU gemacht, Alter. Ja, Mann, du warst ja schon hier, deswegen zu deiner Vorgeschichte heute nicht so viel. Ja. Da können ja die Leute gerne nochmal zurückswipen und sich dein erstes Interview geben. Heute sind wir aus einem besonderen Grund hier. Dein Album kommt, 15.04. Toxic. So schaut's aus. Richtig. Ja, Mann, geil. Also auf jeden Fall schon mal cool, Mann, dass wir hier Interview machen können, ein bisschen auf das Thema eingehen. Ja, Mann, was soll ich dazu sagen, Alter? Wie bist du auf den Titel gekommen? Giftig. Giftig, Toxic. Alter. Also das ist halt so, das Album ist giftig halt, ne? Also so oder so, weil die Beats sind giftig, aber das hat sich eher so drauf... Von dir gemacht, oder? Ja, die Beats sind alle von mir produziert. Ich habe einen Producernamen, da heißt ich Ehrenbeats. So für diejenigen, die es jetzt noch nicht so mitbekommen haben. Also kleine Schleichwerbung, Ehrenbeats, alle mal abchecken. Ja, Mann. Schön Lizenzen kaufen. So schaut's aus. Leasen. Schön überall, Beatstars überall vertreten, oder? Ja, Mann, also leasen, exklusiv kaufen. Also kannst auf die Seite schauen, Beatstars. An diejenigen, die draußen rappen, also man kann auch bei mir zu Hause aufnehmen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ihr könnt mich einfach anschreiben. Warum das Album Toxic heißt, Digga, das ist einfach so, mein ganzes Leben ist schon so giftiges Umfeld einfach. Bruder, du kennst es selber. Unser Umfeld so an Giftlern und Assos so. Und das ist so der Grund, warum das Album Toxic heißt, weil mein Leben einfach schon immer toxisch gewesen ist. Ja, das letzte Mal haben wir uns gesehen, da war ich noch Türsteher. Ja, Mann. Und dann warst du auch toxisch unterwegs da. Hast ein paar andere um die Ecke gezogen, musstest ein paar alte Geschichten klären. Ja. Aber jetzt, wer ist jetzt auf dein Album vertreten? So. Also auf den Album ist... Ich habe gesehen, am Anfang hast du noch nicht die Features preisgegeben, aber jetzt jetzt Stück für Stück, oder? Genau. Also auf den Album ist einmal die Mika drauf, dann Demi Rompos, weiß ich, ob du kennst, das ist so eine Sängerin. Ja, von DJ Icecap. Ja, genau. Eine starke Sängerin, dann ist noch Dirty Math drauf, ist auch ein Münchner Rapper. Ja, mit denen hatte ich mal zusammen einen Gig, auch cooler Typ, auf Ja, jeden Mann. Fall verrückter Typ. Ja, Digga, er ist auch voll entspannt, Mann. Der muss auf jeden Fall auch mal hierher kommen. Ich habe mit ihm schon geschrieben. Ja, safe, Er hat Mann. gesagt dann so, wenn er jetzt mal wieder ein Projekt am Start hat, der ist halt auch verplant, der Dude. Ja, auf Macht jeden nicht Fall. so viel. Der ist schon ein bisschen verplant so, also ich will jetzt hier nicht reden oder so, aber auf jeden Fall, der ist verplant, aber wäre auf jeden Fall ein interessanter Charakter so, weil ich glaube, man hat noch nie so wirklich so persönlich über den irgendwas gehört, deswegen würde ich mich auch freuen, also würde ich mir reinziehen. Damals war er schon, glaube ich, viel live unterwegs, so, wo ich ihn kennengelernt habe. Da hat er auch noch so einen Partner gehabt, einen Schwarzen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr den Namen. Aber die waren da so als auf jeden Fall so duettmäßig unterwegs. Also ich kenn den eigentlich so durch Hidden Gang und so, also mit dem, wie hieß der, Polarize oder so. Die waren doch so Crew, so. Ich kenne die daher. So Hidden Gang, bla bla bla. Daher kenne ich den, Mann. Aber dann haben wir uns halt connected so, Mann. Und dann ist halt ein cooler Song zustande gekommen. Und der hat es halt dann aufs Album geschafft. Also auf jeden Fall Grüße gehen raus. Dirty Math, feiner Typ. Ja, Mann. Ja, Mann. Cooles, wie sagt man? Cooles Profilbild hat er. Immer schaut man so, wow, was ist da für euch? Dirty Math Shit, Bro. Ja, Digga, das ist schon so Assi-Schiene halt, ne? Also auf jeden Fall, der ist auch mit drauf auf dem Album. Dann Noise ist mit drauf halt. Kennst du ihn ja auch, früher hieß er J-Flash, jetzt heißt er Noise. Ich glaube, das will er gar nicht mehr, dass man das erwähnt. Echt? So. Okay, jetzt ist es zu Deswegen spät. Tut mir leid, Bruder. Und jetzt heißt er, früher ist er Büb, jetzt heißt er Neu. Ja, ich weiß nicht, ob die Studiotechnik so weit reicht, um das noch einzublenden. Du weißt. Er wird sich jetzt tot machen und sich denken, der Wichser. Aber so ist es halt.
Ey, sorry, Er Bro, ist ja ich auch wusste jetzt es gerade nicht. so am Tätowieren lernen. Jeder, der Bock auf ein freshes Einsteiger-Tattoo hat, meldet euch bei Neues. Safe, man. Neues Art auf Instagram. Er hat echt Talent für Tätowieren, meldet euch bei ihm. Auf jeden Fall, tut mir leid, Bruder, ich wusste es nicht, dass man das nicht mehr erwähnen kann. Falls es jetzt rauszensiert wurde, dann wissen die Leute nicht, wovon ich rede. Ja, man, Grüße gehen raus, Mann. Dann, wer ist noch drauf, man? Warte, der Preiwall ist drauf, den kennst du ja auch. Der war Den Sänger, ja, der war ja früher hier bei Soundstars Producer oder hat auch hier Producer-Tätigkeiten gemacht. Genau, ist auch ein guter Bro von mir, Mann. Wir machen schon lange Mucke und ich hole ihn immer wieder so für Projekte mit ins Boot, so wenn ich. Er singt halt hauptsächlich. Ja, Mann, er singt geil, er hat so eine geile Klangfarbe, also ganz besonders, deswegen, ich arbeite gerne mit ihm zusammen. Und dann, wen habe ich noch drauf? Den Memo halt aus meiner Crew, Ambition Mosaik. Heißt der Memo oder Mimo? Ja, Memo eigentlich. Also, ich kenne die Story. Ja, hört sich an, wie findet Nemo. Ich schwöre, Aber immer wenn ich seinen Namen lese, denke ich mir im Kopf Mimo. Ja, also ich auch, weil klar, 2E, denkst halt Mimo so, aber der Name ist ursprünglich, weil er wollte sich Memo nennen, so wie Memo, weißt schon, wie Memo auf dem Handy oder wenn du Text schreibst, ein Memo, aber das gab es irgendwie schon, deswegen musste er einfach 2 E's draus machen, deswegen heißt er so, hat er mir mal erzählt. Wen habe ich schon gesagt? Mika habe ich glaube ich auch schon gesagt, ja, ich glaube, das war schon. Mika auf jeden Fall Künstlerin aus Neuhausen. Ah, Jotto ist auch noch drauf, Mann. Punchline-Wunder, Auf jeden Fall guter Rapper auch. Ja, Mann, der ist krank, Mann, ich schwöre. Habe ich erst Mal gesehen, als ihr Feature gemacht habt für, was war das, BR, oder? Dieses, wo du gesagt hast, jetzt mache ich normale Musik und habe mein Leben verändert. Ach so. Und jetzt höre ich ja Album Toxica, vorhin Hörproben gehört und so. Ja, Digga. Anscheinend doch wieder Digga, zur Realität zurückgefunden. Das holt einen immer ein, Digga, Mann. Ich war schon... Die Hut ist einfach die Hut. Ja, Digga, das holt schon ein, Mann. Ich war schon so eine Zeit lang natürlich, ich weiß, ich habe ja auch Kind bekommen und so, ich bin dann schon viel ruhiger geworden. Aber irgendwann, Digga, bist du halt dann doch wieder so in den Kreisen und so, bist halt dann mit den Leuten so. Aber ja, Bruder, man wächst halt da auf und da rein und das sind halt die Jungs, was das macht. Ist so, Digga, Mann. Aber alles in Maßen halt, ne? Und das ist auch so wieder so ein... Also abpissen heute kein Problem auf nach Hause. Überhaupt kein Problem, gar nicht, Alter. Alter. Mit Polizei, da lohnt sich kein UK. Nee, lohnt sich wirklich nicht. Könnt ihr euch sparen, auf jeden Fall das zu machen auf Kosten meiner Steuer, die ich zahle, weißt schon, Mann. Das ist halt so ein Lebensabschnitt gewesen, ne? Das Album so. Aber jetzt Toxic, wie lange hast du daran gearbeitet? Weil die Beats sind ja auch alle von dir selbst gemacht. Also würde man jetzt denken, da Sido-mäßig 2-3 Jahre ist er jetzt dran gehockt. Ja, also ich muss sagen, das Album ist schon länger fertig. Also viele Songs habe ich halt so gesammelt. Am Anfang wollte ich einfach, weißt du, habe ich halt so mein Ding gemacht und dann dachte ich, okay, jetzt mache ich halt eine EP so. Und dann sind es halt immer mehr Songs geworden und das ist halt alles so aus einem Guss, ne? Die Beats, die ich mache, haben halt so eine Richtung, die sind halt so düster in die Fresse und es hat halt alles so gut zusammengepasst, so, weil ich in diesem... Viel mit Geigen auch, oder? Auch, Digga, ja, man, halt so... So auf Epic, so. Eben, Digga, du kennst es ja, ich stehe so auf diesen düsteren Scheiße und... Aber ich habe jetzt in den Hörproben, was mich gewundert hat, gar nicht mehr so viel Boom-Bap gehört. Nee, ich bin eigentlich gar nicht so der Boom-Bap-Rapper. So. Aber eine Zeit lang hieß es das ja. Also ich habe hier ja auch öfters gesagt, Agro Picasso, der Boom-Bap-Rapper so, weil du eine Zeit lang eigentlich schon relativ viel Boom-Bap so rausgehauen hast. Ja klar, Digga, also schau mal, so ich bin Hip-Hopper, Mann, ich habe früher auch gebreakt und so, also ich liebe Oldschool. Boom-Bap gehört dazu, aber es ist halt schon, man erwartet halt schon so, jetzt haut er was raus, jetzt kommen so die Boom-Bap-Beats. Safe, so. Digga, so alle Leute, die ich so treffe, so, die sagen halt so, ja, du rappst ja auf Oldschool-Beats, aber die kennen ja immer nur die Songs, die online sind, ne? Die wissen ja nicht, was ich auf meinem Computer seit 2-3 Jahren mache. Oder die ganzen Karteileichen oder die Tracks, wo man denkt, die sind doch zu asozial. So. Ja, Digga, so, du weißt selber, weißt du, da versauen auch immer so Songs, die niemals rauskommen. Aber oder wo Features dann nicht stattfinden, so, du hast überall schon so, wo eigentlich nur ein Gastpart kommen muss und die Künstler versauen es oder brauchen ewig und dann hast du irgendwann keinen Bock mehr auf das Projekt. Oder auch wie viele Songs ich schon gemacht habe mit irgendwelchen Künstlern, die wahrscheinlich niemals rauskommen werden. Halt so typische Studio-Sessions, wo halt dann nie was zustande gekommen ist danach. Wo halt dann wahrscheinlich auch die Qualität unter den Party-Modus gelitten hat. So. Ja, Mann. Manchmal, du weißt ja selber, man ist gut unterwegs, denkt sich heute, man hat den Hit des Jahrhunderts aufgenommen. So. Am nächsten Tag hört man an und denkt sich, ja, Digga, klar, das kennt glaube ich, jeder Musiker da draußen.
Aber nochmal so zu dem Thema Boom Bap, also ich bin absolut kein Oldschool-Rapper, also ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Und dadurch, dass ich halt Beats angefangen habe, Digga, ich stehe schon so auf New School. Also das Album ist schon New School, würde ich sagen. Also nicht so, gibt schon ein, zwei. Trap-Pick mehr, oder? Ja, schon so Trap. Ne? Also ich habe ganz neue Sachen so, die ich halt jetzt in letzter Zeit gemacht habe, die sind schon sehr modern. Und das Album, ich habe schon so ein Jahr dran gearbeitet, aber ich musste sehr lange auf dem Mix-Master warten, ne? Weil so viele Aufträge halt bei meinem Dude da auf dem Tisch lagen, also musste ich mich da lange gedulden und ich wollte halt auch nicht... Wer hat das gemixt, gemastert? Auch der Memo, der halt auf dem Album auch als Feature-Gast drauf ist. So, Memo, jetzt reicht's halt, dann nächstes Mal arbeitest du bis halt schneller. Ja, man kann es nicht übel nehmen, der hatte viele Aufträge halt auf dem Tisch und ich wollte halt zu niemand anderem gehen, weil wir arbeiten schon länger zusammen und der weiß halt ganz genau, wie ich das haben will, so. Aber jetzt, du hast ja selber Studio, nimmst Leute auf und so, wie schaut's bei dir aus? Denkst du, irgendwann wirst du auch Mixing, Mastering selber mal so angehen? Oder sagst du, im Herz bin ich doch mehr der Künstler so, ich mache zwar gern Beats und so, aber ich baller lieber, bevor ich jetzt nochmal, keine Ahnung, Autodidakt es mir beibringe, in 100.000 Stunden da irgendwas zu machen? Also Bruder, ich sag dir ehrlich, ich habe ja eine Tontechniker-Ausbildung gemacht, so bei der Deutschen Pop, so ich kann schon ein bisschen mixen, aber ich sag mal so, wenn der Memo, ja, wenn der jetzt dann mal irgendwie 2, 3 Kinder kriegt, Alter, und der dann keine Zeit mehr hat, dann wird es wohl darauf hinauslaufen, weil ich so ein Nerd bin, dass ich mir das dann selber reinziehe. So. Aber Deutsche Pop, hast du da die kompletten Grundlehrgänge gemacht oder nur bestimmte Teile? Ja, Digga. Ey, also muss man ja mal so nachfragen. Ich sag dir ehrlich, man, damals, da bin ich frisch aus der Schule gekommen und ich konnte damit nichts anfangen. Ich habe es auch nicht abgeschlossen, so die Prüfung halt. Ne? Ich war voll am Kiffen und am anderen Sachen. Also erster Lehrgang, zack, raus. Oder so nicht, aber ey, ich habe die Zeit nicht sinnvoll genutzt. Das hat echt viel Geld gekostet und ich habe da teilweise auf dem Tisch geschlafen. Das darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber so und jetzt... Alle so voll motiviert, der Akku kommt total prall und schläft auf dem Tisch. So. Digga, ich war noch so jung, ne? Jetzt mit meinem Mindset, in meinem Alter, jetzt würde ich halt da voll hocken. Das Geld vom Papa, ha? Nee, Digga, den gibt's leider nicht, Leute, aber Geld war auf jeden Fall da, ne? Geldproblem. Du kennst nicht den extrem 1860-Fan. Nee, Digga. Der schreit immer dann so rum. Das Geld vom Papa, wir sind Arbeiterameisen. Ja, Digga. Nee, sowas leider nicht, Mann, aber egal, einfach Geld in den Sand gesetzt, aber es war nicht umsonst so, ne? Aber wenn du... Aber dann hast du das ein halbes Jahr da gemacht, oder? Ein Jahr war ich da halt, ne? Tontechniker, Assistent habe ich gemacht, die Prüfung und Tontechniker, die Prüfung, die habe ich halt nicht abgelegt. So. Und ich hätte sie wiederholen können, aber ich dachte mir so, Alter, ich habe eh keinen Plan. Aber es ist eh nicht staatlich anerkannt. Nee, und es ist auch ein Scheiß. Also ich kann auch jeden da draußen hier ein bisschen Hate-Werbung, deutsche Pop, so das, was du da lernst, das kannst du dir alles in YouTube beibringen. Ja, genau. Ja, falsches Tor gewählt, Bruder. Das müssen wir rauszensieren. Ey, ich schwör's dir. Aber ich habe auch einen Kollegen, der hat das Synchronsprecher gemacht, so. Keine Ahnung, der hat niemals einen Auftrag bekommen, Digga. Deswegen, Also lass mal nicht die deutsche Pop so schlecht reden, aber ich gebe euch nur einen Tipp da wenn draußen. du dich da anmeldest, kriegst du auf jeden Fall ein iPhone billiger. Ja, genau. Und MacBook, das habe ich auch billiger bekommen. Aber ansonsten, man lernt lieber alles aus YouTube und spart euch die 1.000 Euro, also mehrere 1.000 Euro, die ihr da zahlt. Ja, wenn du bis zum Ende des Masters geht ja dort bis zum Master auf Sound, bla bla bla. Oder? Ja, das kann schon kosten. Aber wie gesagt, in YouTube findest du heute alles, Mann. Also wenn du Bock drauf hast, dich mit irgendwas auseinanderzusetzen, egal was es ist, dann kannst du das über YouTube machen. Und dieses Toxic, jetzt kommen wir nochmal zurück zum Album, dass wir den Faden nicht verlieren. Toxic auch, weil du viele tiefe Themen ansprichst, oder? Weil, also ich weiß nicht, deine letzten Songs habe ich gesehen, einer hieß, glaube ich, Mama, oder? Ja, genau. So, und die ganzen letzten Sachen waren eigentlich so Vergangenheitsbewältigung, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Auf irgendeine Art und Weise. Ist das auch deswegen? Weil du sagst so, Hood früher viel Drogen genommen, viel Dreck gefressen, so. Ja. Oder in welche Richtung meinst du, dass es toxisch ist? Für die Hörer oder für dich selber so? Weißt du, wie ich meine? Also definitiv so eine Selbstverarbeitung, Mann. Also ich habe das halt in der Zeit geschrieben, das Album so, das war so eine sehr, sehr, sehr schwierige Phase in meinem Leben. Also da ging es halt drunter und drüber, so in jeglicher Hinsicht privat. Und da sind halt diese Songs zustande gekommen.
Jetzt mittlerweile, das ist mein Baby, das Album halt, ist klar, ne? Aber jetzt will ich halt nicht so einen krass düsteren Song machen, aber du kennst ja selber als Künstler, wenn du gerade so einen Vibe hast, dann schreibst du halt auch so einen Song. Und wenn du Friede, Freude, Eierkuchen unterwegs bist, dann schreibst du halt so welche Songs und das war halt nicht so oft in meinem Leben der Fall so. Und das war halt... Also doch nicht so Crow-mäßig. Nee. Also da sind schon 2, 3 ernste Songs drauf so, aber es ist halt alles schon, wie der Name sagt, halt so toxisch, man. Toxische Beziehungen, toxische Freundschaften, toxisches Umfeld. Alleine schon, dass jeder Mensch in meinem Umfeld halt kifft. So ist ja normal heutzutage. Aber in anderen Kreisen ist es... Bruder, das ist Medizin. Ja, es ist Medizin. Aber ich sage ja nicht, dass es toxisch ist, nur ich sage, es ist bei mir... Weißt du, wenn jetzt einer was auflegt, so eine Nase Koks, Alter, ist es so bei uns normal, ja, kennen wir schon. In anderen Kreisen so, oh mein Gott, was macht der da? Und das ist eigentlich das Krasse, dass es in unseren Kreisen so normal ist. Ja, weißt du, wie ich meine? Es ist halt einfach so eine Schattenwelt. Ja, Digga, es ist einfach... Und da ist es nicht normal, dass man sagt, ja, ich trinke auf der Wiesn Spezi. Was, du trinkst nur Spezi? Ja, genau. Was ist mit dir los so? Oder na, heute hacke ich nicht, ich muss morgen Auto fahren. Ja, aber morgen doch erst. Ja, Digga, das funktioniert leider nicht. Also auch wenn du morgen Auto fahren musst, Digga, dann UK, Digga, dann ist vorbei, Alter. Hab ich gehört. Ja, aber es soll auch ab und zu mal leicht anzeigen. Ja. Das ist aber dann doch nicht so wild. Ja, also so, ich habe gehört, so bei harten Drogen, Mann, da machen die gar keinen Spaß, direkt MPU und so halt. Ne? Also mittlerweile, wenn die so Koks oder Heroin oder so welche Geschichten angezeigt, dann sofort Schein weg halt. Ne? Bei Gras sagen die, okay, wenn es jetzt 3, 4 Tage her ist, dann geben die Herren den Blut ab und so. Aber substituiert zum Beispiel darfst du Auto fahren. Du darfst ja. Was bedeutet das? Wenn du Junkie bist und du kriegst Methadon oder eine Substitution. Der Mensch wird wahrscheinlich keinen Führerschein haben, der oder? darf fahren, Digga. Echt? Du kannst sogar, also damals bei uns in Haft kam also ein MPU-Prüfer, der hat dann erklärt, bla bla bla. Okay. Wenn für die Junkies, wenn ihr substituiert seid und ihr könnt ein Jahr nachweisen, dass ihr nur Substitutionsmittel genommen habt und keinen beidseitigen Konsum so von illegalen Drogen, so dann kannst du auf jeden Fall einen Clean-Schein bekommen. Ja, okay. Ja, aber das gibt's auch mit Gras, ne? Also ich kenne wirklich einen Homie hier in München, der hat ja Rezept und der darf auch Auto fahren, stoned, Alter. Aber da musst du, glaube ich, so eine Extra-Prüfung haben. Ich weiß es nicht, aber also ich schwör, der fährt Leute, stoned die ganze Zeit mit dem Auto hin ja, und her, aber Mann. vielleicht denkt er das auch nur. Nee, Digga, echt? Also ich kannte Jungs hier aus der Hood, Pasing, Ja. die waren auch alle Patienten, dachten so, Checkpot, ich kann jetzt Auto fahren. Jetzt Ende vom Lied, 5 Führerscheine eingezogen und einer muss wahrscheinlich noch Ja, man muss es natürlich schon mal klären, ob es geht halt, ne? Ich weiß nicht, ob er ich extra... habe gehört, irgendwie, man muss dann hingehen und sagen bei der Führerscheinstelle so, ich bin jetzt Cannabis-Patient und dann musst du anscheinend irgendwie ein paar Fahrstunden machen, stoned, wo die dann dich bewerten, kannst du stoned Auto fahren oder nicht. Ja, das ist sowas, gibt es schon. Ja, und lustig, dann sollst du irgendwie so ein Extrazeichen in der Führerschein kriegen. Vielleicht laber ich jetzt auch scheiße, Digga. Aber so, das ist so mein Stand, was mir so... Schwimmen halt, ne? So mäßig. Ja, keine Ahnung. Jeder hat's, keiner will's. So. Heutzutage Ja, krass, alle Digga. Patienten schon, weißt du? Ich verstehe nicht, was der ganze Film noch soll. So. Ja, es wird doch jetzt legalisiert, habe ich gehört, oder? Weiß Es nicht, ob wurde das jetzt stimmt. wieder zurückgestellt. Echt? Weil das zu viel Zeit raubt, den Kampf gegen Corona. Okay, ist klar. Also Free Coca Slim, Mann, schöne Grüße, Alter, Mann. Ich dachte so, das wäre dann so der Grund, dass der sich da drin noch mehr aufregen kann, wenn es dann legalisiert wird, ne? Ja, das ist ein schwieriges Thema, Alter. Ja, Digga. Wenn du dran denkst, wenn du dran denkst, alle leben draußen so auf Coffeeshop-Basis und du isst Thunfisch aus dem Wasserkocher. So. Ja, aber weil er ja deswegen reingegangen ist, ne? Das wäre ja Blasphemie, so wenn die Leute, die müssen ja eigentlich alle freigelassen werden, wenn dann Gras legalisiert Ja, wird. das so. habe ich meinem Anwalt auch gesagt, aber mein Anwalt hat gesagt, keine Chance, weil Nicht, das oder? war vor der Gesetzesänderung. Ja, klar, aber eigentlich fairerweise, aber was ist schon fair, so im Slim hat Rechtssystem. auch gut auf Staat seinen Nacken gelebt, so ist es nett. So, ich meine, er hat es bunt getrieben. Mann. Also ich er hat zahl's es ihm gerne. lange geschafft, er hat es lange geschafft, Alter. Toi, 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 Bruder. Er war schon auf jeden Fall lange unterwegs So. auf Haftbefehl, so auch, ne? Also, Na, auch so allgemein, ich meine, dafür, dass er sein Leben lang auch auf der Street unterwegs ist. Ja. Er hat es ja selber auch in seinem Interview gesagt, so in München ist es schon was Besonderes, nicht in Stadlein gewesen zu sein. So. ja. Jetzt hat es ihm halt auch erwischt. Schade für ihn. Vielleicht nimmt er was mit für sich selber, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es aber dann auch mal so, dass man einfach mal sich Zeit nimmt für sich selbst einfach. Weißt? So ist jetzt nicht der schönste Ort und so, aber ich glaube,
in den schwierigsten Zeiten lernen Menschen am meisten über sich selbst. Weißt, das kann man wieder schon. Das ist eine Prüfung von Gott, Digga. Da stellt sich dann raus, welche Leute an deiner Seite sein sollen, welche auch nicht. Wie deine Psyche ist. Du lernst es. Ja. Weil viele denken, die sind hart. Dann sind die auf einmal weint in der Zelle, Bruder. Ja. Und viele denken, die sind weich und merken dann, dass sie doch eigentlich härter sind, als wir sie gedacht haben. So. Ja. Weil ich habe gesehen, richtige Brecher, Bruder, auf einmal psychisch am Ende. Wenn die Kinder draußen sind und du bist eingesperrt, schwierige Situation, weißt du, wie ich meine? Ja, klar, Digga, klar. So, mit der Mika zum Beispiel, um was geht's in dem Song? Auf Toxic? Song. Also der Song ist einfach flexen, in die Fresse so. Sie rappt auch oder singt mehr? Sie rappt, ja. Sie rappt. Auch aggressiv? Ja, schon in die Fresse, also schon stabiler Part auf jeden Fall. Schon in die Fresse. Also sie hat ja früher so ein bisschen so Sing-Sang-mäßig, macht sie auch ab und zu mal eine Hook so, aber sie hat sich schon ein bisschen mehr fokussiert auf Rappen jetzt momentan. Echt? Stabil? Ja. Sie ist schon gut, ja, Mann. Sie ist richtig gut geworden. Und erzähl mal allgemein zu den Features so. Mit wem, in welche Richtung, warum, weshalb? Also wie gesagt, Dirty Math war so spontane Kiste. Das ist mehr so Drill auch normalerweise, oder? So, nee. So Drill, Vipen und so. Drill nicht, Digga. Ich glaube, einen Drill-Song habe ich drauf. Ja, ich meine so Dirty Math-Shit normalerweise. Also er? Also normalerweise würde ich ihm einordnen, schon so in diese Richtung. Ich glaube, eher so Trap, Digga. Er macht schon eher so Trap. Drill jetzt nicht so. Ich glaube, ich habe noch keinen Drill-Song von ihm gehört. So. Wenn nicht, tut's mir leid so. Dann habe ich vielleicht nicht genug reingehört. Wir haben spontan halt uns getroffen. Der war bei mir Studio-Session. Dann haben wir halt ein böses Brettblech aufgenommen, geschrieben und so. Und ist halt aufs Album gekommen. Also er ist auf jeden Fall ein stabiler Künstler. Ja, Mann. Er ist auch echt stark, Mann. Also er hat so einen geilen, dreckigen Flow. Taugt mir richtig. Aber da gibt's jetzt keine großartige Story zu dem Song. Okay war so. Ursprünglich, muss ich sagen, war noch eine andere Künstlerin mit drauf. Die wollte dann aber nicht mehr drauf sein, das hat dann schon gepasst, die ist dann wieder runtergegangen. Und das war eigentlich schon ein großes Projekt, weißt du, und dann ging es ewig hin und her und so. So ist es halt manchmal mit Künstlern. Du weißt ja ganz schwieriges Thema. Alle lieben sich und alle hassen sich in Wahrheit, Digga. Ja, Digga, schwieriges Thema. GZSZ, Bruder. Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen auf der Couch der ist voll der Hurensohn. Ey, Bruder, mach mal Feature, Digga. Du weißt, Reichweite und so. Ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten, München auf jeden Fall. Neue Ausgabe. So ähnlich war das, also jetzt nicht so schlimm, aber ist nicht zustande gekommen. Und was war noch, Mann? Ja, keine Ahnung, Mann, so die Jungs, so der Noise und der Memo und so, das sind halt meine Brüder, so, weiß schon. Ja, mit Noise, welche Richtung? Weil bei ihm ist auch immer sehr spektakulär. Mal macht er Horror-Rap, mal macht er mehr wieder so Deepes. Das letzte von ihm selber war auch so mehr New School Trappic. Krasses Video auf jeden Fall hat er dazu gemacht, alle mal auschecken. Also ich würde sagen, Mann, der Song, den wir gemacht haben, ist auch also böse in die Fresse, aber so ein Klassiker halt. Aber nicht oldschool, schon newschoolige Drums und so. Also es ist schon, würde jetzt nicht sagen Trap, aber es ist schon ein moderner Beat. Und das ist halt so ein Klassiker. Den kannst du halt in 20, 30 Jahren auch anhören. Man wird nicht sagen, ah ja, okay, das war diese Drip-Welle, wo die da mitgeschwommen sind. So, weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Das ist halt so ein geiler Banger, so in die Fresse, so ein bisschen Battle-Rap halt. Ja. Also Punchlines halt. Punchlines, ja, so der Song heißt auch Panikraum so und mit YouTube ist ja auch Punchline-mäßig bestimmt, safe, oder? Mann. Digga, also wenn der anfängt zu schreiben, da habe ich immer dann gar keinen Bock mehr zu rappen, Alter. Das ist, was der für Lines schreibt, Mann. Und er schreibt ja alle in seinen Kopf. Ich glaube, ich habe das sogar beim letzten Interview genau das gleiche gesagt. Aber der ist ein richtig... Er schreibt nicht so offiziell so? Nee, Mann, der sitzt dann da und der tut in seinen Kopf das zusammenschreiben und er kann es dann auswendig, Digga. Ich habe das auch noch nie gesehen in meinem Leben. Richtig krass. Also falls ihr Ghostwriter braucht, Mann, dann meldet euch bei Jotto, Alter. Der schreibt euch die ganzen Texte. Aber 20% am Molo Science 9, ihr wisst Bescheid. Da machen wir aber dann schon Hälfte, Alter. Vermittlungsgebühr hier, Alter. Ausblenden. Alter, nicht das CIA noch sagt, Leute, jetzt verdient schon beide dran. So weit wird es noch kommen. Mit Mimo, philosophisch bestimmt, oder? Ja, Digga, hast du recht, Alter. Ist ein deeper Song, Mann, so ein bisschen persönlich. Ist dann so gegen Ende von Album wird es ein bisschen ruhiger. So. Ein Song ist noch über meinen Vater. Und positiv, negativ? Ja, also weder noch so. Also einfach so ein bisschen Story, so wie so ein Brief vielleicht an ihn, würde ich sagen. So, weiß schon, ich bin ja ohne ihn aufgewachsen. Aber jetzt. Aber kennst du ihn auch gar nicht, oder? Nee, ich kenne ihn gar nicht. Also der ist gegangen, wo ich ein kleines Kind war. Also ist jetzt auch nicht irgendwie so Welche Marke?
Was? Von Zigaretten, Bruder, meine Also, ich. mein Vater war Zigaretten holen. Ach, Digga, der hat andere Probleme gehabt, ne? Aber das ist ein anderes Thema so. Was wollte ich noch sagen, Mann? Genau, und dann noch am Ende halt ein bisschen ernsterer Song. Ansonsten geht also das ganze Album nur in die Fresse, Wie Mann. viele Tracks sind es insgesamt? 16 Songs, Mann, Oida, ja, Mann. Und Freistaat 2 ist auf jeden Fall drauf, Mann. Also ich glaube, die meisten Leute kennen eigentlich von mir Freistaat, so das Video. Und da ist der zweite Part davon drauf, Mann. Ist auch ein geiler Song geworden, halt wieder sozialkritisch so über München und so halt, ne? Ja, ich hoffe, dass es nicht wie bei vielen Fortsetzungen nicht gerecht wird im ersten Doch, Track. doch, das wird safe gerecht. Und auch wieder vom Preival gesungen, also wir sind da treu geblieben. Also es ist ein geiler Song auf jeden Fall, Mann. Das Album ist halt wirklich in die Fresse, weißt du? Also es geht die ganze Zeit nach vorne und dann am Ende kommen halt dann nochmal so 3 Songs, die auch nach vorne gehen, aber halt ein bisschen deeper. Das ist der perfekte Shit Wie zum... viele Videos kommen raus? Also dann, wenn das, weißt schon, wenn das Interview erscheinen wird, dann sind ja schon 3 Videos draußen und dann nächste Woche kommt halt... Welche sind bis dahin draußen? Weil jetzt kannst du ja theoretisch für die Zukunft, für die Vergangenheit Werbung machen, Bruder. Weißt du, wie ich meine? Ich kann auch rückwirkend... Okay. So, es sind gerade 3 Videos erschienen, gebt euch Böse. Genau, so, gebt euch keine böse, Ahnung. Mann. Auf jeden Fall Bad Boy. Dann mit Mika, okay. Und dann mit Dimi Rompos, der Song Cash. Der ist auch wild, Mann. Zieht's euch unbedingt rein. Und jetzt nächste Woche kommt noch das letzte Video Lahane. Und das kommt dann am gleichen Tag, wie das Album kommt. Wegen der Serie, oder? Also Lahane ist ja eigentlich so, ich weiß nicht, ob das so genau übersetzt der Hass heißt, aber schon so ein bisschen so dran gedockt halt an Thema halt, ne? Einfach in die Fresse oder Hass und so. Geht halt um Hass in dem Song. Auch französische Elemente drin, oder nicht? Nee, das nicht. Das ist, glaube ich, so der einzigste Oldschool-Beat und noch ein anderer, so Boom-Bap, bisschen Boom-Bap in die Fresse, aber auch geil, zieht's euch unbedingt rein, Mann, hat Spaß gemacht, auch das Video. Props an meinen Videoproducer, Video by Tracks, Mann, der macht die heftigsten Videos in München, checkt's bei dem vorbei. Hier die ganze Zeit Schleichwerbung. Jetzt, Mesut, Yalla, komm mal jetzt rein hier. Ja, der sitzt gerade im anderen Raum. Und, warte, der soll jetzt hier reinkommen. der Mesut, lässt sich gerade einblasen von 2 Groupies. Ich glaube, das ist jetzt schlechter Mesut. Zeitpunkt. ich kaufe nie wieder Döner bei dir, wenn du jetzt nicht kommst. Er kommt nicht mal kommt rein schon. ohne Schlüssel. Ich hör ihn schon stampfen. Oh, ja. Es stolpert und holpert. Hier Mesut, der beste Man. Geh mal zum Akku, ihr müsst euch leider Mikro teilen. Video Das bei ist Tracks, jetzt ein bisschen Alter. spontan hier zum Ende vom Interview. Couch raufhocken, oder? Kannst auch Russen hocken oder so sportlich bist nicht mehr. Bruder, ich weiß nicht, ob du im Bild bist. Ich hoffe, du bist irgendwie im Bild. Irgendwie. So, auf jeden Fall. Videomacher, Pärchen, Duett. Yes. Was geht ab? Er hat jetzt auch alle Videos gedreht. Ja, Mann, also er macht all meine Videos, also checkt unbedingt aus, seine Arbeit ist richtig gut, Mann. Talentierter Nachwuchs-Videoproducer in München. Nachwuchs heute, er hat schon Glatze. Ja, Digga, aber er ist Mit trotzdem... dem ihn wieder jung. Ey, er ist trotzdem Newcomer, also ich glaube, wir haben fast parallel angefangen, oder? So mit den Beats und Videos. So Ja, ungefähr, ja. So, ich habe so vor 2 Jahren oder so angefangen mit Beats und er mit Videos. Der Das macht ist geil, Digga, wenn man so einen festen Partner hat, weißt safe, du, der Mann. die Visionen teilt und so. Ja, Digga. Gib mir noch mal kurz, mit was filmst du momentan? Was ist so dein Equipment? Was sind deine Ambitionen? Also ich, so? Sony und so, also ich habe aktuell eine Sony A6400 und der Rest ist noch Und geheim. bis jetzt mehr oder weniger nur für Akku Picasso, da hast du schon Nee, für ich habe andere schon, Leute auch hab gemacht. schon, ja, schon ein Bandana paar MC Künstler auf Künstler jeden gehabt, Fall. Genau, Bandana. Wen habe ich noch? Den Memo. Memo auch. Einfach auf YouTube, Video by Tracks, dann kommt eine Playlist. Also, Kann man gebt euch Video bei Tracks. Warum der Name übrigens? Tracks, ja. Ist spontan entstanden, hat jetzt nicht so einen tieferen Sinn oder so. Tracks, halt Spuren. Also merkt euch, er hat einfach auf den Namen geschissen, hat, Ja, hat schnell einen Namen gebaut. Also gebt euch Video bei Tracks, auf jeden Fall geiler Dude, krasse Videos, nochmal Props hier. Auch auf jeden Fall von mir. Jetzt lässt er fürs sich Song, weiter Bruder. blasen von Freundin darf nicht sehen, Digga. Oh, jetzt hast du ihn hingehängt, Alter. Jetzt morgen überall 16 Also glaubt's mir, Leute, wenn ihr 31er, er hat wenn- Video bei Tracks
Dressing gehängt. So, wenn jemand im Soundstar-Studios sein wird, die werden sehen, hier sind auf jeden Fall niemals irgendwelche Groupies. Piep. Das ist auf jeden Fall geil, Digga. Jetzt haben wir auf jeden Fall einiges geklärt. 15.04. ist auf jeden Fall Release-Date. Ja, Mann. Bis dahin sind auf jeden Fall 3 Videos draußen. Ich hoffe, die Leute klicken jetzt nochmal drauf, geben sich den Stuff, weil Albumarbeit wird leider nicht richtig gewürdigt, meiner Meinung nach. Ja. So, alle stehen nur noch auf den schnellen Zug, auf diese Single-Scheiße so. Aber wenn sich ein Artist noch wirklich die Mühe und die Zeit gibt, ein eigenes Album zu droppen, wie du sogar noch eigene Beats machst, so, dann sollte man wirklich auch mal sich überlegen, da mal jeden Song wirklich anzuhören und nicht mal schnell so durchzuskippen und so nächste Woche schreiben, hey, wann haust du wieder was Neues raus oder so. Einfach mal gönnen. Ich frage dich jetzt noch was, das habe ich jetzt alle Neuen gefragt. So, du bist bei mir neu, hattest zwar einen Artist Talk, deswegen frage ich dich jetzt trotzdem, wer wäre national dein Lieblingsfeature? National, also in Deutschland jetzt. National, ja. Kann auch tot sein, aber hier wurden noch keine Rapper erschossen, deswegen... Naja, Faruk ist gestorben, aber beim Autounfall, ne? So Rest in Peace an den auf jeden Fall. Rest in Peace auf jeden Fall. Boah, das ist echt eine schwierige Frage, mit der du mich überfällst, aber ich glaube Azad, Mann. Azad? Ja. Frankfurt? Also Azad ist ein Deutschrapper, den ich, glaube ich, am allermeisten fast in meinem Leben gehört habe. Also jedes Mal, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, höre ich mindestens einen Song von Azad. Also, welches Album feierst du am meisten von ihm? Ich weiß nicht mal, ob das ein Album ist. Ich glaube, es ist ein Mixtape. Asphalt Inferno 1 und 2. Asphalt Inferno, ja, das 2 ist auf jeden Fall. Also 1, 2 und Detonation war das eine, glaube ich, noch. Nee, so hieß der Song. Wie hieß denn das nochmal, Alter? Assassin, Mann, das ist auch krass. Assassin ist auch heftiges Ding. Alter. Aber mir taugen auch seine neuen Sachen. Auch, Digga. So, er hat es wirklich geschafft, so den neuen Vibe zu fühlen. So. Das schaffen nicht viele von den Oldschool-Leuten so. Auch. Am Anfang war es ungewöhnt, einen Azad so auf einen Ja, School-Vibe zu hören. Aber da hat er sich noch nicht so gefunden bei diesem ersten. Also zuerst kam bei Leben 2, das war überkrass, und dann kam dieses Next Level. Ja. Das war so, ne, er hat sich da noch nicht gefunden, aber was danach gekommen ist, also krank. Also ich bin ja krasser Azad-Fan, Mann. Definitiv wäre das, glaube ich, mein Lieblingsfeature. Ja. Und international? Ja, also eigentlich nur mit Leuten, die schon tot sind. Also Ja, normal. Tupac, Biggie oder nee, Eminem. Also Eminem lebt noch so, der ist auf jeden Fall, der hat krass geprägt. Eminem, glaube ich, wäre es dann. Ja. Ja, er hat ja auch 2 Persönlichkeiten so. Ja. Gehabt. Jetzt nicht mehr so, glaube ich, aber. Doch, ich glaube immer noch, wenn er sagt, nur jetzt gibt es den normalen und den witzigen, Ja, nicht den ja, normalen ja, und den Selbstmordgefährdeten. Ja, Digga, stimmt, Mann. Also damals, also wahrscheinlich hätte ich ein Feature gerne mit Eminem gemacht vor 20 Jahren, so jetzt. Was hältst du eigentlich davon, Snoop Dogg, Heidi Klum? Oh, Alter, nee, Mann. Richtig cringe. Richtig cringe. Scheiße, ja. Also Snoop Dogg, und deswegen Der hat kann ich ja auch. öfters mal jetzt eigentlich in den letzten Jahren so, finde ich persönlich, den Vogel abgeschossen, so Ja. mit seinen Veränderungen und halt natürlich, vielleicht braucht er auch die Kohle, Mann, aber Also- er hat schon ein paar Features halt jetzt in der letzten Zeit gemacht. So Er ist in den ein letzten alter Jahren. Mann, muss man halt sagen, so, aber der ist halt natürlich Godfather so von Gangster-Rap. Natürlich, Mann, so. das macht's ja so schade eigentlich. Aber weißt du? deswegen kann ich verstehen, warum Bones MC von 187 Straßenbahn, der am Feature abgelehnt hat. Er hat ja eine Feature-Anfrage von Snoop Dogg bekommen und so. wo Ja, er schon, so, aber schon 2, 3 Jahre her. ja, ja, und ich kann Bones sogar irgendwo verstehen, weil der halt echt ein paar Sachen gemacht hat, die cringe waren, so mucketechnisch, dieses Lion und bla und so. Der hat, Lion, ja, Digga. Ich meine, er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann Auch wahrscheinlich. dieser Song mit Katy Perry oder so, der war auch heftig cringe. Das ist halt das gleiche, wie wenn Sido jetzt seine Songs raushaut, die halt so voll poplastig sind. Der macht das halt, weil das halt Kohle abwirft. Aber bei Snoop Dogg ist das halt so komplett ehrenlos Aber geworden. Sido Digga. macht's halt aber krass, Digga. ganz Ja, ehrlich, safe. Mann. Sido macht schon krass. Also seine Songs gehen radiomäßig auf jeden Fall immer viral und Ja. Flair sagt sogar, Sido ist der Abräumer. So. Ja, Sido auf jeden Fall, Mann. Also das war jetzt irgendwie ein schlechter Aber Vergleich, glaube ich. Snoop Weil, ist halt immer so gottlos, auch über ihn Ja. so zu reden eigentlich, Digga. Ja. Aber es ist halt, Snoop, wir wollen dich alle wieder auf Smoke-Up-Tour sehen und nicht auf so einer Scheiße. ja, Bruder. Digga, ist so, Mann. Ja, leider, Mann. Aber egal. Er ist alt, der kann sich eigentlich zurücklehnen, aber Der dann. hat auch damals, weiß ich noch, das war richtig krass, in Bushido seiner größten Phase hat der Snoop Dogg Anfrage gestellt gehabt, ob er Vorgruppe sein kann von Bushido.
Und Bushido hat sogar abgelehnt. Das war auch krass, Digga. Krass, Mann, Alter. So in der Zeit hat halt Bushido wirklich Olympiahalle voll gemacht. Ja. Olympiastadion, egal wo der war. So war halt alles voll, Digga. Ey, Digga, ich hab eine Story, Mann, zu Snoop Dogg. Ein Kollege von mir hatte hier Karten in München, das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Jahre. Und der ist nicht aufgetaucht auf diesem Konzert. Snoop Dogg. Ja, und der hat gleichzeitig woanders gespielt. Und dann haben die doch hier in München die komplette Bühne auseinandergenommen und alles kaputt gemacht, so die Fans und so. Da sagt man halt immer München, wir machen nichts. Ja, also das war schon dreist, Digga. Weißt, 2 Konzerte absahen so, weißt du, wie ich meine? Aber nur auf einen Spielen, so keine Ahnung, wie sowas passieren kann. Aber mein Homie hat auf jeden Fall sein Geld nicht zurückbekommen. Also die Leute, die da waren und 80 Euro. Halt, ja, abgezogen, Digga, Mann. Richtiger Gangster-Scheiß. Schade, auf jeden Fall. Aber Snoop Dogg sei es trotzdem irgendwie gegönnt auf irgendeine Art und Weise. Wir haben ihn alle gepumpt und ich pumpe auch immer noch die alten Alben. So, das ist Standardmusik, so, die muss immer laufen. Das war's schon eigentlich für heute. Also jetzt nochmal an die Leute. 15.04. Agro Picasso, Toxic. Nicht das Toxic von Britney Spears, sondern das Toxic von Agro Picasso. Der musste jetzt noch kommen. Der musste noch kommen, Bruder. Weil ich denke immer noch an den roten Sweater. Dieses also, schöne Grüße an Britney Spears. Du kannst aufnehmen bei mir. Bei meinem Gesangsversuch gerade. Nee, das musst du schon drin lassen, Mann. Also, aber eigentlich auch krass, weil da kann man wieder visualisieren, wie vielleicht dieses Toxic für dich selber persönlich ist. Weil in ihrer toxischen Phase hat sie sich ja Klatze gemacht, Bruder, weißt du? Ey, Bruder, du killst mich, Alter, Mann. Aber hey, schöne Grüße an Britney Spears, wenn du aufnehmen willst in München, komm zu mir ins Studio. Feature Alter. Auch, geht klar. Feature oder? Geht nicht, aber aufnehmen geht auf jeden Fall. Also bis dahin, gell? Danke, dass du unser Gast warst. Ja, danke dir. Ich will dich auf jeden Fall nach dem Album nochmal da haben, um mal mit dir zu sprechen, wie die Zahlen ausgeschaut haben. Ob du mit der Resonanz zufrieden warst und wie es dann in Zukunft weitergeht. Bis dahin auf jeden Fall bleib stabil, baller die Videos raus. Mesut oder Video bei Tricks, ich weiß nicht, jeder sagt schon sein Name Mesut, der kann sich bald Mesut nennen. Ja. Aber auf jeden Fall bin ich sehr gespannt und werde auch mal auf ihn zurückgreifen. Ich habe schon mal mit ihm geschrieben gehabt. Macht es, bester Mann. Gönnt euch auf jeden Fall. München hat viel zu bieten und wir sehen uns dann nächstes Mal. Danke dir, Bruder. Schönen Abend. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge Artist Talk. Wenn euch der Plausch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, supportet die Künstler, gebt euch Toxic, 15.04. Bis dahin, euer Molo 19.